ein böser Ort. Wer so etwas sagt, wird schnell und gerne als Pessimist angesehen oder man schreibt ihm einen Dachschaden zu. Der Mensch klammert sich heute an seinen Glauben an das Gute im Menschen und daran, dass diese Welt auch gut wäre oder wenigstens gut sein könnte, wenn wir ein paar Probleme lösen. Das Böse ist ein Pickel, den man ausdrückt. Dann ist alles gut. Natürlich, in meinem eigenen Wolkenkuckucksheim kann ich so tun, als gäbe es die Übermacht des Bösen nicht. In meiner eigenen Blase funktioniert das. Wenn die Leute nur bloß nicht erzählen, nicht wahrhaftig sind und nichts davon zeigen, wie sie wirklich sind. Oft funktioniert das ganz gut bis die erste Meinungsverschiedenheit um die Ecke schaut, bis irgendetwas geschieht, das unseren Erwartungen nicht entspricht, etwas, das wir nicht verstehen können, bis wir uns gekränkt, irritiert, in Frage gestellt fühlen. Menschen sind vielleicht auch nicht, nett, zumindest solange die anderen ihren jeweiligen Erwartungen entsprechen. Es ist nicht schön, wenn Menschen eine andere Meinung haben oder eben nicht so sind, wie wir es uns vorgestellt haben und uns damit in unseren Champagnerkelch spucken. Dieses Wolkenkuckucksheim, in das wir uns hineinträumen, ist das Bild, das unser Ich sich ausmalt mit all seinen Erwartungen, Bedürfnissen, Leidenschaften und der Gier. Wir können uns normalerweise nicht vorstellen, dass es außerhalb von uns selbst völlig andere Wirklichkeiten gibt. Wir kennen insbesondere nach der sogenannten anthropozentrischen Wende nur das eigene Denken, Fühlen und Glauben, die eigene innere Vorstellung, die wir aber für die Welt halten. Dabei erleben wir doch tagtäglich, dass schon die uns allernächsten Menschen wieder eine völlig andere Logik und Erfahrung haben als wir selbst. Es gibt nicht das universal Gute, das universale Menschliche, die universale Vernunft und so weiter. Uns ist seit Jahrhunderten gesagt worden, dass alle gleich und auch die Vernunft und das Gute überall in gleicher Weise zu erwarten wären. Somit glauben wir nun, dass es nur die eine mögliche Welt gäbe, in der überall die eine gleiche Logik, die eine gleiche Vernunft, das eine gleiche Gute sein soll. Die reine Vernunft, die universale Idee. Natürlich setzt man dann aber immer das ein, was man selber jeweils dafür hält. Das heißt konsequenterweise dann auch, die Mächtigen setzen ein. Wo immer ein Mensch von universal gültigen Werten redet, geht es um Herrschaft und Unterwerfung. Immer. Denn ein Mensch ist zu beschränkt, um für alle Menschen in ihrer persönlichen, sozialen, kulturellen Verschiedenheit zu sprechen. Nun glaubt man, dass die Mächtigen ganz nette und harmlose Menschen wären, wie man selber ja auch. Man übersieht dabei, dass man selber erstens gar nicht so nett und harmlos ist und man übersieht zweitens, und das ist noch viel schlimmer, dass die Mächtigen, um an die Macht zu kommen und sich dort auch zu halten, ein asoziales, gemeinschaftsschädigendes und berechnendes Verhalten erlernen müssen. Die Mächtigen sind systembedingt Geschädigte, deformiert und verdreht. Man glaubt aber trotzdem den PR-Erklärungen, in denen gelogen wird, dass man es gut meint, dass morgen alles besser wird, wenn wir nur unsere Zustimmung geben und schlucken, was man uns hinstellt. Das Fehlen jeglichen Wissens über die Dämonen und die Sünde macht den Menschen extrem verletzlich. Man kann sich nicht mehr verteidigen, wenn man Gefahren oder das Böse, Täuschung, Manipulation, Irreführung gar nicht mehr erkennt und vom Rettungsweg nicht weiß. Die Aufklärung hat das menschliche Böse beseitigt. Gott hat man abgeschafft und eine gottlose Menschenwelt erschaffen, in der sich der Mensch in endlosen Kreisen um sich selber dreht, ohne Ausweg, ohne Lösungsweg. Der Mensch ist zu seinem eigenen Menschsein verdammt. Die Leugnung der Dämonen ist die Grundlage der Aufklärung. Sünde und das Böse existieren nun nicht mehr, und alle glauben, dass der Mensch grundsätzlich gut wäre. Nur ungünstige Umstände und Mängel rufen Fehler hervor, Störungen, einen Einzelfall, ein Pickel eben.
Der Mensch wurde asozialisiert zu einem Individuum mit Rechten und seinem je eigenen Glauben, der aber im Grunde kein Glaube mehr ist, sondern bloß die Überzeugung eines Einzelwesens, die dann aber nur noch in diesem einen Kopf existiert und mit ihm untergeht, wenn er stirbt. Der moderne Mensch ist auf diese Weise allen Einflussnahmen schutzlos ausgeliefert und leicht manipulierbar. Wir sehen dies heute überall. Die Machtfrage, die sich nun eigentlich umso schärfer stellt, bleibt unbeachtet. Was ist denn, wenn alle gleich sind und alles gleichgültig und damit auch gleichgültig? Wer entscheidet dann was und nach welchen Kriterien? Was ist denn gut und warum? Und vor allem, wozu? Auf welches Ziel hin? All das sind Fragen, die heute nur Achselzucken hervorrufen oder eben die üblichen hohlen Phrasen. Jeder soll so leben, wie er es für richtig hält. Oder noch schlimmer, das musst du für dich selbst herausfinden. Das Geschäft der Gurus, Seelenflicker und Bestsellerautoren jedenfalls brummt, obwohl doch sofort klar ist, dass auch sie nur im Nebel stehen und nichts mehr wissen, sondern nur irgendetwas glauben. Die göttliche Offenbarung hat man abgelehnt. Man hat abgelehnt, dass Gott der Herr über allem ist, dass von ihm her alles kommt, zu ihm hin alles geht und er die Ordnungen setzt. Einen Gott, der über uns steht, der auch noch die Kirche einsetzt, Ordnungen erlässt, Ansprüche stellt, Umkehr erwartet. Nein, das geht gar nicht. Dann doch lieber einen gnädigen Gott, der mich tröstet, so wie ich mir das vorstelle. Einen Gott, der mir sagt, du bist okay, so wie du bist. Einen Gott, der mich liebt. Umkehr? Blödsinn, ich bin ja okay, so wie ich bin. Die paar Einzelsünden, die nimmt mein zahnloser Gott doch nicht so wichtig. Er ist ja ein gnädiger Gott, der mir am Kreuz doch bereits alles erlassen hat. Beichte? Nicht nötig. Das mache ich alles selbst mit dem Gott nach meinen Vorstellungen aus. Kirche? Nein, danke. Das ist doch nur eine böse, von Menschen erfundene Institution mit von Menschen ausgedachten Gepflogenheiten. Ich bastel mir meinen eigenen Himmel. Da brauche ich keine Kirche und keine Demütigung unter einen Gott, den ich mir nicht vorstellen kann und der mein Leben nicht mit Erlebnissen bereichert, die mir schmeicheln. Von allen Seiten her wird alles auf Ideologie hingetrimmt, seit Jahrzehnten. Jetzt wird es durchgesetzt. Was ich glaube, das ist so. Und wenn alle so denken, gewinnen die Mächtigen. Die anderen gehen wortlos unter, ohne Spuren in der Geschichte zu hinterlassen. Alles, was übrig geblieben ist, ist das Ich. Es gibt keine Instanz mehr außer diesem Ich. Alles wird nun zur Ich-Frage und damit natürlich ganz schnell auch zur Beleidigung, denn das Ich darf man nicht in Frage stellen und nicht kritisieren. Die unverminderte Gier zu sich selbst und mit sich selbst hat alles ersetzt, was am westlichen Menschen einmal anziehend war. Seine Kultur geht unter. Und sollte man dem eine Träne nachweinen? Verdient ein derart asoziales System zu überleben? Eine Welt voller Einzelmenschen, die nur noch ihr eigenes Ich mit seinem je eigenen Denken, Fühlen und Glauben kennen, ist eine narzisstische Welt, in der es keine Liebe geben kann. Macht bestimmt, wie der Mensch die Dinge sieht und wie er lebt. Entgegen aller Tradition ließen die Menschen hier in Finnland zum Beispiel das Leben auf dem Land hinter sich, weil ihnen gesagt wurde, dass es nur in der Stadt ein gutes Leben gäbe. Jeder muss heute alles gutheißen. Es gibt haufenweise Filme, in denen der Held selbst stiehlt, betrügt, mordet und seinen Bedürfnissen schrankenlos nachgibt. Schwach ist stark, charakterlos ist atemberaubend, langweilig ist bunt. Der Leidenschaftliche ist der Held. Wer dagegen seine Leidenschaften überwindet, ist kein Held, sondern ein ewig Gestriger. Gut ist nur, was morgen ist. Alle sollen auf das Gestrige spucken, den Fortschritt feiern, der aber gar keine Richtung hat und vollkommen hohl ist. Wer etwas anderes sagt, der stört. Man muss sich seiner Zeit anpassen, heißt es dann, oder nimm das doch nicht so ernst. Wenn man das nicht ernst nehmen soll, ja, was soll man denn dann ernst nehmen? Wo ist der Maßstab? Was ist heute noch wichtig? Was ist gut? Wer entscheidet das und warum? In Wirklichkeit könnten alles und jeder ganz anders sein, aber unter der Herrschaft des Menschen hat nicht mehr die Verschiedenheit Raum,
sondern das Ich der Alpha-Tiere und Mächtigen, die sich selbst absolut setzen, bestimmt nun alles. Denn es gibt ja keine Unterschiede mehr, keine Hierarchien, keine Inhalte, an die man sich halten müsste. Wir sind ja alle gleich und alles gleichgültig. Wenn nun aber alles gleich ist, dann bestimmt allein Macht darüber, was dann tatsächlich ist, denn alles andere, Kultur, Bindung, Tradition, Sitten, Gott, ist nicht für morgen, sondern von gestern und damit wertlos. Wenn der heilige, dreieinige Gott ausgeschaltet ist, dann ist Gott ein Mensch mit viel Geld. Würde man diese Welt nun verbessern, retten wollen, würde also hingehen und den Mächtigen ihre Macht nehmen, so würde sich wiederum die Frage stellen, bei wem die Macht dann liegen soll. Es wäre kein Systemsprung, sondern nur ein Umbruch, bestenfalls eine Reform, und es würde auch nicht zum Ziel führen, denn wir würden auf derselben Ebene der reinen Machtfrage bleiben, die Inhalte wären noch gar nicht angesprochen. Zudem stellt sich die Frage, wie man aus menschlicher Kraft aus der gegenwärtigen Lage noch hinausgelangen soll, im Angesicht radikaler Machtverschiebungen der letzten 100 Jahre. Man hat die göttliche Offenbarung abgelehnt. Dass Gott in die Welt kommt und spricht und real handelt, davon will der moderne Mensch nichts wissen. Das ist höchstens noch als privater Glaube hinnehmbar, aber bitte ohne irgendeinen über das eigene Private hinausgehenden Anspruch, jeder nach seiner eigenen Fasson. Die göttliche Offenbarung hat man abgeschafft, doch man nimmt heute die Pseudo-Offenbarung der Mächtigen ohne Zögern an. Und die darf nicht abgelehnt werden. Heute käme aber auch niemand mehr gegen die Macht der Mächtigen an. Sie haben die Anhäufung von Geld von der Wertschöpfung abgekoppelt. Sie haben den Kapitalismus, die Demokratie, Hierarchien und Inhalte abgeschafft und kaufen sich nun die ganze Welt. Diese Zerstörung all dessen, was man einst human nannte, ist aus menschlicher Kraft wohl nicht mehr aufhaltbar. Wir können nun auch deutlich sehen, dass Bildung, Überzeugungen und Worte nichts bringen, denn Menschen ändern sich nicht durch Worte, sondern nur dadurch, dass man Realitäten schafft. Die Möglichkeit, dies nicht den Mächtigen zu überlassen, ist ja da. Die Möglichkeit dort, wo man es noch kann, anders zu leben, Buße zu tun, umzukehren, den Systemsprung einzuüben, all das kann man auch im Gefängnis oder auf der Krankenstation, im Gulag oder als Ausgestoßener. Man kann es, solange in uns noch etwas lebt, das sich hinwenden kann. Die Mächtigen setzen ihre Narrative knallhart um. Wir können heute genau studieren, wie sie die Narrative setzen, die glaubwürdig scheinen, ohne es zu sein. Das ist nur möglich, weil die Menschen denken, dass der Mensch im Prinzip gut wäre und sie glauben, dass ihre eigene Vorstellung von der Wirklichkeit identisch mit der Welt wäre. Die Idee einer an sich guten Welt, eines an sich guten Menschen ist aber nicht nur blind und realitätsfern, sie ist auch grausam gegenüber allen Menschen, die auf welche Weise auch immer am Bösen leiden. Solche Menschen sollen dann, genau wie die ausgemachten Bösen selbst von Hitler bis Breivik, gar nicht existieren. Man sperrt sie weg, macht sie mundtot, übergeht sie, macht sie lächerlich. Eine Welt des guten Menschen ist eine Welt, die dem leidenden, dem bösen, dem scheiternden Menschen keinen Lösungsweg bietet. Dann kehrt man das Böse unter den Teppich und tut so, als existiere es gar nicht. Man lebt in ständiger Angst, dass es doch einmal hervorlugen könnte, obwohl das Böse doch allgegenwärtig ist und oft ganz banal oder mit einem engelsgleichen Lächeln daherkommt. Die Aussage, du siehst das alles ganz schön pessimistisch, ist aber auch gar nicht ernst gemeint. Jemanden, der so etwas sagt, interessiert nicht, was man denn eigentlich sieht und warum und dass da tatsächlich etwas nicht stimmen könnte. Man will nur schnell eine Störung loswerden, man will im eigenen Wolkenkuckucksheim nicht behelligt werden. Das Böse anzuerkennen ist kein Pessimismus, sondern Realismus, der hinsieht und nicht in Wolkenkuckucksheimen lebt. Wir alle sind durch Konsum und Wohlstand Verführte, die erst aufwachen müssen aus den Träumen des eigenen Ich.
Wir müssen hinausspringen aus diesem Ich und seinen Gefühlen, Gedanken, Glauben und Erwartungen. Christlich gesehen bedeutet der Systemsprung nicht bei sich selbst sein, bei den eigenen Bedürfnissen, sondern die eigenen Bedürfnisse hintanstellen, lieben. Dieses Personal zu füllen und nicht universal, denn jede Kultur ist anders, jeder Mensch ist anders, jede Begegnung ist anders. Liebe ist kein Gefühl, sondern zur Kommunikation zwischen konkreten Menschen an einem konkreten Ort in der Zeit gegeben. Im Angesicht der Übermacht des Bösen ist die Liebe ein Leidensweg. Wir ändern die Welt nicht durch Verbessern oder Manipulieren, denn dadurch wird nichts neu und anders, sondern bleibt immer in derselben Ebene und ist verdammt zur ewigen Wiederkehr des Immergleichen. Wir machen den Unterschied durch den Systemsprung hinaus aus uns selbst und unseren eigenen Bedürfnissen, hinein in das Königtum Gottes, das im Außen und um uns ist, wo aber Gott herrscht und nicht wir. In Gottes Wirklichkeit ist die Verschiedenheit aller Menschen immer gewahrt, weil alles durch Liebe aufgelöst wird.